Ich habe hier ein Stück Bacon. Quatsch, aber gleich. Hallo Nico hier, schön dich zu sehen. Bacon selber zu machen gehört für mich in die Kategorie, warum habe ich das nicht schon immer selber gemacht? Das ist so einfach und das Endergebnis wird so lecker. Ich zeige dir heute zwei verschiedene Möglichkeiten, Bacon zu Hause selber zu machen. Einmal ganz einfach im Backofen oder im Blumentopf-Räucherofen. Das macht ziemlich viel Spaß. Los geht's! Als erstes muss der Schweinebauch gepökelt werden. Um zu ermitteln, wie viel Pökelsalz man braucht, wiegen wir das Fleisch ab. Auf 1 Kilo Fleisch kommen 40 Gramm Pökelsalz und 5 Gramm Zucker. Mein Stück Schweinebauch hat fast genau 1,5 Kilo. Wir rechnen geschwind, 1,5 Kilo mal 40 Gramm macht gleich 60 Gramm Pökelsalz und 1,5 Kilo mal 5 Gramm Zucker macht gleich 7,5 Gramm Zucker. Pökelsalz und Zucker abwiegen, gut vermischen und den Schweinebauch damit rundherum einreiben, vor allem die Seiten dabei nicht vergessen. Für alle, die kein europäisches Pökelsalz bekommen, so wie ich, verwenden das Pink Salz Nummer 1, auch Pink Cure, Instacure oder Prag Powder genannt. Da das einen höheren Nitritgehalt hat, muss es erst mit Salz verdünnt werden. Wie das genau funktioniert, habe ich in der Anleitung zu diesem Video auf meiner Homepage geschrieben. Der Link dafür ist unterhalb vom Video in der Infobox. Den Schweinebauch nach dem Einreiben in einen Gefrierbeutel legen und so viel Luft wie möglich herauspressen. Dadurch pökelt der Bauch nämlich gleichmäßiger. Ich mache das mit der Wassertauchmethode. Dafür ein kleines Stück vom Beutel offen lassen, den Beutel dann in einem Wasserbad versenken, bis der Wasserpegel oberhalb vom Verschluss ist. Den Beutel dann komplett verschließen und et voilà, die Luft ist aus dem Beutel. Zum Pökeln den Bauch für 7 Tage in den Kühlschrank legen. Den Beutel jeden zweiten Tag wenden, um den austretenden Fleischsaft zu verteilen und ein gleichmäßiges Pökeln zu fördern. Nach 7 Tagen können wir den Bacon garen. Ich zeige als erstes, wie du den Bacon im Ofen garst. Die Temperatur muss zwischen 90 und 100 Grad eingestellt werden bei Ober- und Unterhitze. Der Bacon muss eine Kerntemperatur von 65 Grad erreichen. Um das zu messen, brauchst du ein Fleischthermometer. Um die Ofentemperatur korrekt überprüfen zu können, brauchst du zusätzlich ein Backofenthermometer. Ich verwende dazu ein digitales Grillthermometer. Damit kann ich beide Temperaturen überwachen. Damit herabtropfendes Fett nicht den Backofen verdreckt, stelle ich noch ein Backblech auf den Boden. Den Schweinebauch aus dem Beutel nehmen und unter fließendem Wasser gründlich abwaschen. Gut abtrocknen und auf den Gitterrost legen. In den Ofen schieben, mittlerer Einschub und das Fleischthermometer in die dickste Stelle vom Schweinebauch stecken. Das Garen dauert übrigens ungefähr 2 bis 2,5 Stunden. Sei so lieb und gib dem Video kurz einen Daumen nach oben. Das hilft dem Nico unheimlich, weil dann das Video auch anderen YouTube-Zuschauern angezeigt wird. Dankeschön! Anschließend den Bacon herausnehmen und auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Danach dann einpacken und für eine Nacht kühlen, bevor du ihn anschneidest, damit sich das Fett verfestigen kann. Als nächstes zeige ich, wie du mit 2 großen Blumentöpfen bzw. Pflanzkübeln den Bacon räuchern kannst. Danach zeige ich noch, wie du die Schwarte abschneidest. Braten müssen wir den Bacon natürlich auch noch. 2 Pflanzkübel mit 60 cm Durchmesser und einer Höhe von etwa 58 cm reichen. Der Bacon wird heiß geräuchert, bei der gleichen Temperatur wie im Backofen zwischen 90 und 100 Grad. Dafür zünde ich ein kleines Feuer an und lasse das Holz abbrennen, bis nur noch glühende Kohlen übrig sind. Achte dabei darauf, dass das Loch im unteren Topf frei ist. Stelle den Topf also etwas erhöht auf. Ich habe einfach 3 Steine drunter gelegt, damit die Luft zirkulieren kann.
Wenn das Holz runtergebrannt ist, müssen wir die Temperatur kontrollieren. Um bei den gleichen Bedingungen wie beim Räuchern zu messen, lege ich mir das Gitter für den Bacon bereit und stelle den zweiten Tontopf umgedreht auf den anderen. Wenn die Glut so weit abgekühlt ist, dass 95 Grad erreicht sind, kommt eine Handvoll eingeweichte Räucherchips in die Glut. Ich verwende hier Longanholz, aber jedes Obstgehölz ist gut geeignet. Den Schweinebauch dann auf das Gitter legen und den Räucherblumentopf verschließen. Zwischendurch immer die Temperatur kontrollieren. Wenn die Temperatur absinkt, den Deckel abnehmen und die Glut etwas auflockern. Der frische Sauerstoff facht die Glut an und die Temperatur beginnt wieder zu steigen. Zum Überwachen am besten in der Nähe bleiben und es sich gemütlich machen. Zum Beispiel mit einem Kaffee und einem guten Buch. Wenn der Bacon die richtige Temperatur von 65 Grad erreicht hat, lassen wir ihn abkühlen und dann auch wieder über Nacht im Kühlschrank durchkühlen, damit sich das Fett verfestigen kann. Die Schwarte lässt sich dann sehr leicht abschneiden, da der Bacon schön mürbe ist. Dafür musst du nur mit einem Messer ganz dicht unter der Schwarte entlang schneiden und mit der freien Hand die Schwarte auf Spannung halten. Und wenn das erledigt ist, steht dem Genuss nichts mehr im Weg. Ich konnte es nicht abwarten, Entschuldigung. Boah, mega. Also, Bacon selber zu machen ist doch wohl super einfach. Und ich hoffe, du hast jetzt ganz große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deinen eigenen Bacon zu machen. Mir läuft so das Wasser im Mund zusammen und ich muss gleich noch ein paar Scheiben abschneiden und braten. Das ist einfach unfassbar lecker. Das gesagt, ich verabschiede mich für heute, bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten. Danke, dass du mich bis hierher begleitet hast. Würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Vielleicht in diesem hier oder in diesem. In einem von deinen beiden zumindest, die da jetzt gleich erscheinen. Das gesagt, Nico ist weg. Tschüss. Das heißt, lass mir noch einen Daumen nach oben da und dann ist der Nico weg. Tschüss. Ja. Bacon machen gehen. Das ist mega lecker, macht super viel Spaß und einfach ist es auch. Tschüss.